Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alexander. Ich bin momentan auf einer Italienradreise und befinde mich gerade in Kalabrien, in Cetraro und fahre jetzt weiter Richtung Salerno. Und wenn du wissen willst, was ich dabei alles sehe und erlebe, dann bleib dabei. Aufnahmedatum für dieses Video ist der 16. April 2023. Es ist kalt, bedeckt und es regnet. Es regnet und es wird auch nicht aufhören, deswegen bin ich losgefahren. Ich fahre jetzt schon eine halbe Stunde da durch, aber es wird immer heftiger. Jetzt habe ich hier diese Tankstelle gefunden. Die Bar ist zu. Ja, ich weiß nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Eigentlich hätte ich gerne noch den Zug genommen, um ein Stück aus dem Regen rauszufahren, aber der nächste fuhr erst um 2. Ich muss nachher sowieso den Zug nehmen, weil eine Strecke wegen Erdrutsch nicht passierbar ist. Und ich habe die ganze Zeit Angst, dass es bei diesem Regen jetzt auch noch ein Erdrutsch runterkommt. Ja, Kalabrien, die sonnigste Gegend Europas. Aber nicht, wenn ich komme. Norditalien, große Dürre, und wo regnet es? Süditalien. So, ich bin von einer Tankstelle zur nächsten. Hier gibt es eine Bar und da habe ich jetzt auch schon einen Kaffee bekommen. Mit der anderen bin ich weggefahren, weil man mich da für den Tankwart gehalten hat, obwohl dick und fett Self-Service dran stand und ich mit meinem Fahrrad da stand. In einer Stunde soll es ungefähr aufhören zu regnen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich hier weiterfahren soll oder abwarten. Ich wollte mir eigentlich eine Regenhose gekauft haben, aber die war ausverkauft und nicht lieferbar, weder im Online noch im stationären Handel. Und mit der wäre es jetzt überhaupt kein Problem. Die hatte so Überschuhe dran. Da könnte ich hier durchfahren, aber habe ich nicht. So, nächste Tankstelle. Über Meer klart es sich schon auf, aber hier an Land regnet es noch immer weiter. Ich fahre jetzt einfach durch und schaue, wie weit ich komme. Das Wetter hat sich jetzt dazu entschlossen, dass es hier an Land weiter regnet und draußen auf dem Meer die Sonne scheint. Ich habe jetzt gerade mal wieder eine Pause gemacht in einem Café und mich ein bisschen aufgewärmt. Jetzt ziehe ich mir den Regenponcho an und es geht weiter. Nächste Tankstelle, bei der ich mich unterstellen kann. Ich wollte jetzt mal ein Bild machen hier von diesen tollen Bergen, die man leider jetzt nicht sieht und die ich während der Fahrt nicht filmen kann. Da drüben liegt die aufregendste Küste überhaupt, aber da muss ich nachher mit dem Zug entlang fahren, weil da ein Erdrutsch die Straße versperrt. Ich würde jetzt gerne die GoPro rausholen und auch mal wieder was von unterwegs filmen, aber es hat keinen Zweck, es tröpfelt und würden ständig Tropfen vorne auf der Linse sein. Und ich fahre so mit dem Regen ungefähr. Ja, wenigstens ist das, was man von der Landschaft sieht, fantastisch. Und da ist der blaue Himmel, der mir aber nicht schnell genug folgt. Und ich muss fahren, weil sonst kriege ich meinen Zug nachher nicht. Jetzt kamen mir gerade zwei Bikepacker entgegen in einem Wahnsinnstempo. Und die waren so gut gelaunt und haben mir so freundlich zugewinkt. Da habe ich mir gedacht, jetzt ist Schluss mit Jammern, jetzt wird das Regencape ausgezogen und weitergefahren. Mal sehen, wie lange ich das machen kann. Das Problem ist gar nicht so der Regen, sondern die nasse Straße. Es spritzt alles hoch, die Schutzbleche funktionieren nur, wenn man ganz langsam fährt. Und die Autos machen einen auch noch nass. Also hätte ich eine Regenhose mit Füßlingen dran, die ich haben wollte, wäre das alles kein Problem. Hätte Fahrradkette. Ne? Ich komme jetzt nach Scalea, da gibt es auch einen Bahnhof. Aber noch zu früh jetzt. Der nächste ist dann wieder zu spät, dass ich dann erst um 16:29 Uhr fahren kann. Mal schauen. Es fängt jetzt auch schon wieder an zu tröpfeln. Ich habe das Regengebiet wieder erreicht. Ja, es geht einfach immer so weiter. Hier ist wieder eine Tankstelle, aber die Bars an den Tankstellen, da wo es was zu essen gibt,
haben alle geschlossen heute, denn es ist Sonntag. Ja, und jetzt habe ich bisher nur so Süßkram gegessen. So, ich fahre jetzt mal hier zum Bahnhof und gucke mal, wie das da aussieht. Der Zug würde um 14:24 Uhr fahren, es ist 14 Uhr, bis ich verstanden habe, wie man da Fahrkarten kauft. Ist die halbe Stunde bestimmt um. So, ich bin in Sapri angekommen. Hier scheint es nicht zu regnen. Ich schaue jetzt nochmal auf die Wetterkarte und ob ich jetzt weiterfahre oder ob ich mir jetzt hier eine Unterkunft suche. Es ist inzwischen 3 Uhr. Eigentlich könnte ich mir auch eine Unterkunft suchen. So, leider hält sich der Regen nicht an die Vorhersagen des Wetterradars und kommt jetzt auch hier vom Himmel herunter. Ich habe mir deswegen eine Unterkunft gebucht, nicht allzu weit entfernt. Ich glaube, ich muss aber gleich noch den Regenponcho rausholen für die letzten Meter. So, die erste Nicht-Einbahnstraße Richtung Meer. Mal sehen, ob die durchgeht. Ja, das wird heute ein sehr kurzes Video, fürchte ich. Aber so ist das manchmal halt. Das sieht eigentlich ganz nett aus hier. Hier ist mal ein Pfeil nach rechts. Das ist die Richtung Meer. Aber da ist schon wieder Einbahnstraße. So. Ja, das könnte hier einfach fantastisch sein. Ist es jetzt aber nicht bei diesem Wetter. Da draußen scheint die Sonne. Da ist keine einzige Wolke mehr da hinten auf dem Wetterradar zu sehen. Aber das kommt einfach nicht ans Land ran. Es bleibt hier an den Bergen kleben. Ich fürchte, ich muss jetzt auch wieder die Kamera wegpacken, sonst wird alles nass und ich krieg's nicht trocken. Noch ein kurzer Blick zurück auf diese fantastischen Berge, die jetzt leider in den Wolken liegen. Ja, schade. Morgen wird es nicht besser. Naja, wir werden sehen. Ich habe die Unterkunft gefunden, war nicht weit weg vom Ort. Vom Balkon aus hat man direkt Blick aufs Meer. Aber da ist noch die Straße dazwischen. Und da hinten sieht man die Küste, die ich jetzt leider nicht entlang fahren konnte, weil da der Erdrutsch ist. Das wäre spektakulär geworden, bei schönem Wetter. Heute wäre es kein Spaß gewesen. Es regnet immer noch ein bisschen und es hält sich hier, weil die Wolken hier auf die Berge stoßen. Ja, das war einer dieser Tage, die man nicht unbedingt erleben möchte, die es aber gibt. Und das gehört halt auch dazu. Wenn man länger unterwegs ist, kommt man an Regentagen einfach nicht vorbei. Ja, und morgen geht es dann weiter. Auf der folgenden Strecke ist wieder ein Erdrutsch, deswegen muss ich abschneiden. Ich überlege mir dann noch, ob ich wieder zurück zum Bahnhof fahre und das Stück mit dem Zug fahre. Das hängt dann eben vom Wetter weiter ab. Ja, wenn du dann wissen willst, was ich dann morgen mache, was ich sehe und erlebe, dann abonniere jetzt den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!